Xiaomi hat gerade die nächste Generation des SU7 enthüllt. Wir reden hier von über 900 Kilometern Reichweite, die brachial schnell wieder aufgeladen sind, einer KI, die eure Parkplatzsuche übernimmt und einem Fahrwerk, das die Straße liest. Schauen wir uns also all die Neuerungen an. Los geht's! Der Xiaomi SU7 ist die erste Elektrolimousine des chinesischen Tech-Giganten, die im März 2024 startete und jetzt im März 2026 ein umfangreiches Update erhält. Übrigens, bereits im November 2025, nur 602 Tage nach Produktionsstart, feierte Xiaomi das 500.000. produzierte Fahrzeug. Dies gilt als einer der schnellsten Hochläufe in der Geschichte der Automobilindustrie. Absolut verrückt. Optisch bleibt der Xiaomi seiner Linie treu, dieses Mal aber noch sportlicher. Der neue C-förmige Lufteinlass sieht nicht nur aggressiver aus, er versteckt jetzt auch ein 4D-Millimeter-Wellenradar. Und die Farben? Coastal Blue sieht schon ziemlich gut aus. Viridian Green ist die eher unauffällige Wahl. Wer es aber wiederum auffällig mag, das neue Blazing Red schimmert je nach Licht völlig anders. Die neuen 21 Zoll Plum Blossom Felgen werden 13 Stunden lang präzisionsgefräst. Das ist Handwerkskunst auf Smartphone-Niveau, wenn ihr versteht. Xiaomi nennt das Cockpit Refined Luxury. Nahezu 100% der Kontaktflächen sind mit Soft-Touch-Materialien oder Nappa-Leder bezogen. Der Fahrersitz ist jetzt 18-fach elektrisch verstellbar, aber der echte Hingucker ist der Beifahrersitz. Ein Zero-Gravity-Sitz mit 123 Grad Neigung. Neu ist auch eine 3,6 Meter lange Ambientbeleuchtung, die längste ihrer Klasse, die mit Musik und Fahrmodi synchronisiert und warnt sogar beim Türöffnen vor herannahenden Objekten. Außerdem gibt es noch einen neuen Drawer-Style-Kühlschrank mit einem eigenen Kompressor und sogar ein eigenes Duftsystem. Wenn man die Hände voll mit Einkäufen hat und der normale Kofferraum vielleicht schon voll ist, kann man jetzt auch per Sprachbefehl den 105 Liter großen Frunk öffnen. Habt ihr eigentlich schon die T-Shirts und Pullis mit Project Drive Design gesehen? Da habe ich mir mittlerweile schon einige Designs ausgedacht, die euch hoffentlich gefallen könnten. Darunter das herkömmliche Logo, der Elektronaut und das Space Nebula Design. In Zukunft wird es aber noch mehr von mir designtes Merch geben. Mit dem Kauf unterstützt ihr außerdem meinen Kanal für noch mehr und vor allem immer bessere Videos. Den Link zum Shop findet ihr in der Videobeschreibung. Technisch hat sich einiges getan. Die Maße bleiben zwar mit 5 Meter Länge, 2 Meter Breite und 1,45 Meter Höhe und einem Radstand von 3 Meter gleich, doch der neue V6S Plus Motor dreht bis zu 22.000 Mal pro Minute. Das Topmodell Max schießt dann mit 681 PS und 866 Newtonmeter in 3,08 Sekunden auf 100. Die Standard- und Pro-Variante hat dann 315 PS und 505 Newtonmeter und fährt von 0 auf 100 in 5,28 bzw. 5,7 Sekunden auf 100 km/h. Aber viel wichtiger für den Alltag ist die Reichweite. Das Pro-Modell knackt die Grenze von 902 Kilometern, jedoch nach CLTC. Die Pro-Version hat eine 800 Volt 96,3 Kilowattstunden LFP-Batterie und lädt von 10 auf 80% in 20 Minuten. Die Max-Version schafft 835 Kilometer. Dank 101,7 Kilowattstunden NMC-Batterie und der neuen 5.2C Ladetechnologie bekommt man in nur 15 Minuten Strom für weitere 670 Kilometer. Von 10 auf 80% lädt man in 12 Minuten. Das Gehirn des Autos ist das Smart Chassis 2.0. Es erkennt Bodenwellen auf der Straße im Voraus und passt die Dämpfer in Millisekunden an. Und die neue XLA-Architektur macht das Auto zum Roboter. Ihr könnt dem Wagen zum Beispiel sagen, park mich direkt vor dem Fahrstuhl, und er navigiert im Parkhaus völlig selbstständig zum Ziel. Sogar Spurwechsel kann man jetzt einfach per Sprachbefehl bestätigen. Xiaomi liefert mit der neuen SU7-Serie ein Gesamtpaket ab, das die Konkurrenz nervös machen dürfte. Mehr Luxus, krasse Reichweite und eine Softwareintegration, von der europäische Hersteller nur träumen können. Preislich beginnt der Einstieg vorerst in China bei umgerechnet ca. 28.000 Euro. Die Max-Version startet bei 39.000 Euro. Wir wissen ja auch, dass Xiaomi Anfang 2027 mit ihren Autos offiziell in Deutschland starten. Ob die neuen Facelift-Modelle mit an den Start gehen, ist aber noch nicht bekannt. Was denkt ihr zum neuen Facelift vom Xiaomi SU7? Sagt mir das gerne in den Kommentaren.
Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!